Das hier ist G-Technik GT1, das neue Keramikversiegelungspaket von G-Technik. Mit dem kannst du Glas versiegeln, die Felgen kannst du versiegeln, du kannst PPF oder normalen Lack versiegeln und du kannst auch Kunststoff damit versiegeln. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Da ist alles dabei, was du brauchst. Das Ganze braucht keine besondere Umgebung. Das heißt, du kannst einfach dein Fahrzeug waschen und das Ganze auftragen. Einfacher als Wachs, sagt der Hersteller. Und wenn dich das interessiert, herzlich willkommen bei Chemical Shark. Schön, dass du dabei bist. So, wir schauen uns erstmal die Packung an. Die ist wirklich, also habt ihr hier meine Hände im Vergleich, sehr, sehr groß. Das Ganze praktisch als komplettes Set. Und wenn man das hier aufmacht, ist hier so ein kleiner Magnet. Dann kriegt man hier nochmal alles genau erklärt, für was das da ist, für was es gut ist, dass es also das Fahrzeug schützt. Und ihr habt hier immer so einen QR-Code, da könnt ihr dann direkt drauf gehen und anschauen, wie das Ganze anzuwenden ist. Aber wie gesagt, wir machen das auch in diesem Video. Ja, und dann ist dabei der Applikator. Panelwipe ist dabei. Das ist aber eine angepasste Version von Panelwipe. Also das heißt, diesem Entfetter von G-Technik, auch hier dieser neue Look, finde ich wirklich sehr, sehr gelungen. Also wie gesagt, das Panelwipe funktioniert auch für Glas. Und dann habt ihr 50 Milliliter, nicht 30, sondern 50 Milliliter G-Technik GT1, die neue Versiegelung von G-Technik, das Einjahres-Coating, was einfacher zu verwenden ist als Wachs. So, damit ist aber jetzt noch nicht zu Ende, denn wenn man das hier alles mal so zur Seite stellt, aufpassen, dass nichts runterfällt, dann geht es natürlich hier weiter. Ja, hier nichts kaputt machen bei diesem schönen Package. Man muss das hier einfach einmal rausheben. So, also das ist hier der obere Teil und dann gibt es hier nochmal, dann gibt es hier einen schönen Aufkleber, den ihr dann praktisch in die Türfalz da reinmachen könnt und dann habt ihr hier nochmal eine Anleitung, wie das Ganze geht, einen Wash Guide, also wie ihr das Fahrzeug danach waschen könnt. Kennen ja einige schon, ist auch immer beim Katalog dabei und hier nochmal die einzelnen Steps, Step 1, Step 2, Step 3, Step 4 und dann der 5. ist dann, dass man das Ganze enjoyen kann. So, dann sind hier auch schöne Tücher dabei, nämlich 4-mal das MF6 Tuch, also dieses sehr, sehr hochwertige dicke Tuch von G-Technik, auch hier mit diesem Branding drauf und dann einmal das MF1-Tuch. So, die werden wir jetzt alle gleich anwenden und ganz wichtig, auch Schutzhandschuhe sind dabei und die haben wir auch schon mal getestet, also die kennen wir auch von den anderen Coatings, die funktionieren bei jeder Größe. Genauso ist es auch bei dem Coating. Das Coating funktioniert auch bei ganz, ganz großen Fahrzeugen oder auch bei kleinen Fahrzeugen. Dann habt ihr dann halt noch was übrig und könnt damit andere Sachen versiegeln. Step 1, der hier beschrieben ist, das heißt, dass wir nehmen das MF1-Tuch und reinigen einmal die Oberfläche mit den Handschuhen und dem Panelwipe. So, die Handschuhe passen wunderbar. Voraussetzungen für das Auftragen vom Coating sagt G-Technik Temperatur über 5 Grad, sonst gibt es keine weitere Einschränkung.
Bei PPF-Folie könnt ihr davon ausgehen, dass wenn ihr sie neu aufgetragen bekommen habt, dass nach ungefähr einem Jahr, nach 10.000 Kilometer, das Topcoat auch runter ist. Da hat übrigens Schichtdicke überhaupt gar keinen Einfluss, weil die Topcoats bei den PPF-Folien sind sehr, sehr hoch. Also das heißt, ihr habt dort ungefähr 12 μ. Bei einem Coating habt ihr ein Zehntel davon, wenn es gut läuft. Aber trotzdem hält das halt deutlich länger. Ne? So, wir machen jetzt hier das drauf und teilen uns das ein in 2 Teilbereiche, vielleicht auch 3 Teilbereiche, weil es hier anbietet aufgrund der Form. So, Coating ordentlich drauf geben auf den Applikator, damit ihr genug habt. Am Anfang könnt ihr es ja dann auch entsprechend verteilen. Jetzt machen wir einfach mal hier den Teilbereich. So, jetzt nehmt ihr das andere Tuch, das MF6 Tuch. Und wartet, bis sich Tropfen bilden. Ne? Also das ist die Empfehlung von G-Technik. Einfach warten, bis sich so Perlenlinien bilden. Hier vorne fängt es schon an. In diesem Bereich ist es auch schon da. Und dann könnt ihr das Coating auspolieren. Mit 2 Tüchern oder ihr dreht das Tuch, kann jeder im Grunde genommen selbst entscheiden. Zunächst mal grob verteilen und dann abnehmen. Aber ich warte jetzt noch ein bisschen, weil bis jetzt sieht das hier noch unspektakulär aus. So, jetzt haben wir diese Flashphase, wo überall schöne Punkte zu sehen sind. Und deshalb nehmen wir es einmal runter. Ist auch schon deutlich glatt. Ui, ist das glatt. So, jetzt haben wir so einen leichten grauen Schleier. Drehen und jetzt in kreisenden Bewegungen ausprobieren. Könnt ihr jetzt mit einer Lackkontrollleuchte hinterhergehen. Aber das passt. Hier oben ein ganz gutes Licht und hier sieht man, das Coating ist wirklich einwandfrei aufgetragen. Und jetzt wisst ihr eigentlich, weil jetzt habt ihr hier die Wartezeit ermittelt, ihr könnt den Rest in einem Zug machen, weil es bleibt ja genug Zeit. Das Coating flasht ja nicht so schnell, aber das ist halt etwas, was ihr einfach sehen müsst, dass ihr am Anfang eine kleinere Fläche baut oder eine kleinere Fläche auftragt und dann halt auf eine größere Fläche geht. So, auch hier wieder das gleiche Spiel. Entfetten.
So, wir haben an der blauen Stelle mal so einen interessanten Punkt, weil dort sind so leichte Einstiegsspuren. Gucken wir mal, wie dort der Abdunklungseffekt auf Kunststoff ist. Ansonsten hier Vorbereitung wieder genauso. Einmal kurz drüber gehen mit Panel Wipe und dann werden wir diese Leiste komplett bearbeiten mit G-Technique GT1 und anschließend auspolieren. Kunststoff geht ja auch. So, weil es so schön war, machen wir auch Glas. Ja, das ist die Anwendung von G-Technique GT1. Ich denke, ein interessantes Paket, gerade für die einen Einstieg suchen und vielleicht so langsam keinen Bock mehr haben auf Wachs. Denn Wachs baut ja ab dem ersten Tag ab und mit GT1 habt ihr doch sehr, sehr lange Freude an der Versiegelung mit einem extrem hohen Kontaktwinkel, also das heißt einen Tropfen-Kontaktwinkel, einem sehr, sehr hohen Abperleffekt und auch einem, und der ist wirklich auch ein Charakteristika von G-Technique, das heißt eine sehr, sehr hohe Schmutzabweisung. Und wenn ihr einen Überblick haben wollt, was gibt es denn noch für andere Coatings von G-Technique, wenn ihr vielleicht ein längerfristiges Coating verarbeiten wollt, dann abonniert doch vielleicht unseren Newsletter, weil wenn ihr es jetzt macht, kriegt ihr direkt den G-Technique Coating Guide automatisch zugeschickt. Link zu dem Newsletter findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Ja, das war GT1, die Vorstellung, das Tutorial. Bis zum nächsten Mal und ganz wichtig, das gibt es natürlich alles bei deinem Lieblingsshop für Autopflege, Detailing und Lackschutz. chemicalshark.de